glaube, ich habe da noch Stroh. Ach ja, zeig mal. Wo denn? Da kannst du doch nicht arbeiten. Was soll denn Justus von dir denken? Was interessiert mich Justus? Hm? Ich sag ihm die Wahrheit, dass du einen Spezialauftrag hattest, den nur ich zu deiner Befriedigung ausfüllen kann. Leonard. Ach, da bist du. Ich hab dich schon gesucht. Ich habe gerade mit Luise telefoniert. Wusste nicht, ob du auch noch mit ihr sprechen wolltest. Es tut mir leid, ich war im Stall. Wie geht's ihr denn? Naja, den Umständen entsprechend, wenn man bedenkt, was sie gerade alles durchmacht. Aber sie ist es ja gewohnt, Haltung zu bewahren. Sag mal, ist irgendwas mit euch? Nein, nein. Wieso denn? Ich weiß auch nicht. Ihr wirkt irgendwie so aufgekratzt. Ach, ich bin nur total erleichtert, weil es Mr. Ed wieder besser geht. Der hatte ja die Kolik. Ach ja, verstehe. Sehr schön. Falls du mich brauchst, ich bin nebenan. Ja. Dann veranlassen Sie doch bitte schon mal das Nötigste, Frau Mann. Sehr wohl, Gräfin. Es tut mir leid. Ist schon gut. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das mit uns erstmal nicht an die große Glocke hängen. Natürlich. Obwohl, wieso eigentlich? Weil ich deine Chefin bin? Verstehe. Angst vor Tratsch? Überleg doch mal, was los ist, wenn man sich über uns hier den Mund zerreißt. Du hast recht. Das muss ja nicht sein. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Ach was? Bis dann. Rote Rosen? Die sind für die Gräfin. Lassen Sie sie bitte auf ihr Zimmer bringen. Für die Gräfin, von wem? Ich glaube nicht, dass sie das was angeht. Natürlich nicht. Danke. Und du fliegst morgen wirklich schon zurück? Ja, leider. Ich habe schon versucht, ihn zum Bleiben zu überreden, aber er hört leider nicht auf mich. Wirklich schade, es war schön, dich hier zu haben. Ja, vielleicht nicht für jeden gleichem Maße. Ansgar. Ja, was denn? Ehrlichkeit ist doch auch eine Tugend. Jetzt stellt euch nicht so an. Ach, komm, du lernst auch nie dazu. Und dabei arbeite ich wirklich daran, euch alle demnächst zu überraschen. Komisch. Ich bin gar nicht so gespannt darauf. Schade, ihr werdet alle was davon haben. Leute, könnt ihr nicht bitte mal damit aufhören? Ja, das fehlt dir natürlich in London. So eine gepflegte Tischkonversation. Das kleine Schwesterchen ist ja so still heute. Entschuldigt, ich habe gerade nicht zugehört. Na, ist nicht weiter aufgefallen. In welche tiefschürfenden Gedanken waren wir denn versunken? Ist nicht wichtig. Wo wart ihr denn? Ach, nicht so wichtig. Ansgar probiert mal wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Wie langweilig. Jetzt wartet's mal ab. Ich arbeite dran, auch dich demnächst zu überraschen. Da freue ich mich aber drauf. Das ist ja fast wie aufs Christkind zu warten. Ich muss sofort mit Ihnen sprechen, unter 4 Augen. Ja, ich würde allerdings auch gerne den Dienstplan... Gut, Justus, übernehmen Sie das bitte. Meine Damen. Entschuldigung, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Für die Rosen. Die waren doch von dir, oder? Und ab. Die sind schön. Aber nur fast so schön wie du. Bist du verrückt? Das halbe Personal ist Na draußen. und? Oder soll ich dir eine dienstliche Anweisung geben? Der Wagen
der Sie zum Flughafen bringt, wartet bereits Gräfin. Danke. Was denn? Schwesterchen, du verreist? Hoffentlich schön lange. Wir müssen dann noch los, Carla. Oh, ein Familienausflug. Warum sind wir nicht eingeladen? Mutter, vielleicht klärst du mich mal auf. Wir fliegen nach Waldensteig zur Fürst Wilhelms Trauerfeier. So. Ja, und wieso wurde ich nicht informiert? Ich hätte dem alten Fürsten auch gern die Ehre erwiesen. Na, irgendwie dachten wir, dein Interesse für ihn hält sich in Grenzen. So, seit wann weißt du nur, wo meine Interessen liegen? Du kannst dir sicher sein, dass wir dich gebührend vertreten werden. Kommt, der Jet wartet. Du hast recht. Es wird Zeit. Habe ich nur den Eindruck oder wollte dich keiner dabei haben? Ich werde immer für Sie da sein, Luise. Trotz allem. Bitte. Vergessen Sie das nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wie sehr du deinen Vater vermisst. Danke. Auch für alles, was ihr für meinen Vater in den letzten Wochen auf Königsbrunn getan habt. Ich bitte dich, Luise. Das war selbstverständlich. Wir hatten ihn gern bei uns auf dem Schloss. Genau wie dich. Es ist gut, dass du da bist. Das hilft Luise. Das sehen hier natürlich nicht alle so. Ich bin auch kein Fan von Baron Tepp. Aber die Situation ist nicht leicht für ihn. Er stand Wilhelm sehr nah. Mag sein, aber für ihn ist das eine willkommene Gelegenheit, um sich wieder an Luise ranzuspielen. Selbst wenn. Ich glaube kaum, dass er damit Erfolg hat. Glaube ich eigentlich auch nicht. Und wie findest du die Welt, in der Luise lebt? Waldensteig. Ich bin ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Königsbrunn ist dagegen fast schon niedlich. Ein perfektes Paar. Mehr Schein als Sein, wenn Sie mich fragen. Sind Sie sich da so sicher? Es geht mich zwar nichts an, aber machen Sie sich doch nichts vor. Luise ist eine Fürstin. Die Welt des Adels ist ihre Heimat. Und beim Baron ist es nicht anders. Wie du schon gesagt hast, es geht dich nichts an. Warum war Fürst Wilhelm von Waldensteig bei den einfachen Leuten so beliebt? Er wusste, was sie bewegte, und er hatte immer ein freundliches Wort für sie.
Er ließ sich immer von dem Worte leiten, das sein Vater geprägt hatte. Tradition ist die Laterne, die uns den Weg erleuchtet. Waldensteig war sein Lebenswerk. Wenn er um sein Fürstentum besorgt war, dann hing das für ihn immer mit dem Wohlergehen seines Volkes zusammen. Zuletzt, als über dem Fürstentum dunkle Wolken aufgezogen sind, da hatte er immer mehr das Gefühl, mit den modernen Zeiten nicht mehr im Schritt zu laufen. Doch die Hoffnung, die er, wie wir alle, in seine Tochter Luise setzte, gab ihm Zuversicht und Gelassenheit bis zuletzt. Gott gebe der jungen Fürstin Kraft für die Aufgaben, die vor ihr liegen. Wir legen unser Vertrauen und unsere Hoffnung in sie. Was ist eigentlich mit Frau Linse los? Sie ist im Moment ein bisschen sehr großzügig mit dem Salz. Es gab schon Beschwerden. Wer weiß, vielleicht ist sie verliebt. So wie sie in letzter Zeit strahlt. Entschuldigung. Es ist schon in Ordnung. Trotzdem, verliebt sein ist keine Entschuldigung für mangelhafte Arbeit. Freut mich, das von Ihnen zu hören. Hier sind Sie, Justus. Gräfin, haben mich gesucht? Allerdings. Auf der Auffahrt liegen Äste. Ich finde das sehr nachlässig. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ich bitte darum. Äste auf der Auffahrt? Das ist unverzeihlich. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Sondern? Dass ich es keine Sekunde mehr ohne dich ausgehalten habe. So eine Beerdigung von Zeit zu Zeit ist wirklich erfrischend. Man wird an die eigene Endlichkeit erinnert und wirft einen ganz neuen Blick auf sein Leben. Schade, dass ihr nicht mit dabei wart. Wir wären gerne mitgekommen, aber der Familienrat hat uns ausgeladen. Ja, wir hatten gehofft. Ihr fragt euch mal, wieso? Ach je, wie ich Wilhelm beneide. Dann bleiben wenigstens solche Tischgespräche erspart. Von dieser Kreation hier mal ganz zu schweigen. Graf Lahnstein, stimmt etwas mit Ihrem Essen nicht? Ja, das können Sie den Pferden geben. Soll ich Ihnen etwas anderes zubereiten lassen? Ach, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Aber vielleicht sollte ich ja diese Köchin feuern. Genauso wie dieses impertinente Zimmermädchen letzte Woche. Was ist eigentlich aus der geworden? Meinen Sie Victoria? Ja, was weiß ich. Ich merke mir nicht die Namen des Personals. Aber für den Fall, dass wir von derselben Person sprechen. Wir haben Sie nicht gehen lassen. Ihre Kündigung war nicht rechtsgültig. Na, sieh mal einer an. Haben wir jetzt Jura an der Volkshochschule belegt? Nein, wir haben... Verdammt noch mal, was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Sie sind abgemahnt und jetzt raus. Frau Mann hat die Kündigung in meinem Auftrag zurückgezogen. Ach, na, wer sonst? Das liebe Schwesterchen mit dem großen Herz fürs Volk. Noch treffe ich hier die Entscheidung, Ansgar. So. Und ich dachte, unsere Mutter wäre das Familienoberhaupt. Also, Mutter, was sagst du denn dazu? Nein, Carla. Es ist nicht in Ordnung, dass du Ansgar in den Rücken gefallen bist. Noch Fragen? Das ist nicht zu fassen. Warte doch bitte, Carla. Warum? Dass du mich noch mehr bloßstellen kannst? Ich wollte dich nicht vor den Kopf stoßen. Hast du aber. Wie immer. Ich verstehe nicht. Natürlich. Warum wundert mich das nicht? Du warst doch nie auf meiner Seite. Aber Carla, das Du stimmt wolltest doch. es Ansgar immer recht machen. Mich gab's gar nicht für dich. Ich wollte doch nur, dass... Du wolltest es deinem Liebling mal wieder recht machen. Dir ist es ganz egal, was er sich in den letzten Jahren geleistet hat. Was er für ein Monster geworden ist. Er hat mich ins Gefängnis gebracht. Aber dir ist es doch ganz egal. Für dich ist er immer noch der kleine, süße Schatz. Es tut mir leid. Mutter, du vergiss doch nicht unseren Termin heute Nachmittag. Es gibt schließlich noch andere wichtige Sachen zu besprechen. Du bist wirklich das Allerletzte. Ach Gott, wie süß.
Lass mich raten, ich kenne doch diesen Blick. Ach ja? Ja. Das debile Grinsen und der schlicht entrückte Gesichtsausdruck. Hey, wenn du frech wirst, schicke ich dich als Baumstamm wieder auf die Straße. Los, sag schon. Hast du Schmetterling im Bauch? Den ganzen Schmetterlingsschwarm. Ich wusste es doch. Charlie? Wer dann? Los, sag schon. So, na gut, es ist Carla. Was? Wie weit sind Sie? Sieht nicht aus, als wären Sie vorangekommen. Ah, das täuscht. Ich bin so gut wie fertig. Ich habe Frau Mann gerade nur nach einigen Details befragt. Und ja, die waren sehr aufschlussreich. Frau Mann, ich muss mit Ihnen sprechen. Unter 4 Augen. Natürlich, Gräfin. Natürlich, Gräfin. Sag mal, was soll denn das? Was meinst du denn? Du plauderst dir unser Geheimnis raus, obwohl Ansgar nur darauf wartet, dass er mich fertig machen kann. Ansgar? Ja, er hat dich bereits abgemahnt. Was meinst du, was los ist, wenn er von uns erfährt? Der wird dich schikanieren, nur um mir weh zu tun. Und meine Mutter, die wird ihm dabei helfen. Die beiden, die werden uns das Leben zur Hölle machen. Aber wieso? Ja, wieso? Weil er nichts weiter zu tun hat, als mich von hier zu vertreiben. Das sollte dir inzwischen auch aufgefallen sein. Aber nein, das ist ja nichts Besseres im Kopf, als allen zu erzählen, dass wir was miteinander haben. Aber ich habe doch nur Christian. Kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell sich das hier rumspricht? Danke. Vielen Dank. Aber... Verstehe einer die Herrschaften. Ratet mal, wer mir das eben in die Hände gedrückt hat. Keine Ahnung. Der Gärtner? Seit der Weile gehört unser Gärtner der Herrschaft an. Außerdem wäre Blau ja wohl kaum die Farbe seiner Wahl. Na, wem gehört dieses edle Teil? Da kommt ihr im Leben nicht drauf. Der frisch gebackenen Fürstin. Nein. Doch. Offensichtlich hat sie ein Faible für Mechaniker. Wie ich dieses Getreitsche hasse. Ich habe einfach keine Lust, dass sich unsere Bediensteten über mich den Mund zerreißen. Du weißt ganz genau, wie die über uns reden. Carla, jetzt beruhig dich erstmal. Tief durchatmen, okay? So, und jetzt nochmal von vorn. Also, was ist passiert? Stella hat Christian erzählt, dass wir ein Paar sind und jetzt... Moment. Ihr seid was? Noch nicht lange, ja. Also, wenn das wirklich wahr ist, dann finde ich es wunderbar. Ich freue mich für dich. Ja, ich find's auch schön, aber ich finde, das ist noch lange kein Grund, alles rumzutratschen. Was meinst du, was los ist, wenn das hier die Runde macht? Komm her. Setz dich erstmal. Wer weiß, vielleicht trägt man das auf Waldensteig. Zu Staatsempfängen? Mich wundert hier gar nichts mehr. Ich sag nur Frau Galdi. Jetzt reicht's aber. Ich hoffe, ich muss Ihnen nicht schon wieder erklären, dass ich keinen Tratsch über die Herrschaften dulde. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann hat Stella lediglich mit ihrem Cousin gesprochen, oder? Und der erzählt's dann dem Gärtner, der Köchin, und dann wissen es bald alle. Vor allem Ansgar und Mutter. Findest du nicht, du dramatisierst etwas? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Christian das rumtratscht. Und was, wenn doch? Du hast doch heute Mittag gesehen, wie Ansgar und Francesca nur darauf warten, sich auf mich stürzen zu können. Die Sache von heute Mittag hat dich ziemlich mitgenommen, oder? Ja, es ist wie früher. Mutter hält immer zu Ansgar. Du hast recht, das war nicht fair. Aber du kannst Stella deswegen nicht in Sippenhaft nehmen. Sie kann nichts dafür. Ja, ich weiß. Hast du gerade viel zu tun? Ziemlich. Um was geht's denn? Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich habe vorhin ziemlich dummes Zeug geredet. Es tut mir leid. Ich kann dir einfach nicht böse sein. Dabei hatte ich es mir fest vorgenommen. Weißt du, Ansgar, der sitzt mir die ganze Zeit im Nacken. Ich habe einfach Angst, dass er sich auch noch auf dich stürzen wird, wenn er von uns erfährt. Ich werde ab jetzt auch meine Klappe halten. Die quatschen ja wirklich wie die Brunnenputzer. Du bist toll. Wir werden ihm ab jetzt ganz vorsichtig sein. Ja, das werden wir.